Ich meine, ich habe viele Leute, die brutal abgenommen haben, die nachher ins Datingleben sind und Traumfrau, Traummann gefunden haben, weil sie sich einfach körperlich so gut gefühlt haben. Und dann kannst du mir 100-mal sagen, ja, ein guter Körper ist nur oberflächlich. Jeder geht ausser Leim. Ich habe noch keine 50-jährige Frau getroffen, die nicht gesagt hat, ich will gut aussehen am Strand, ich will mich wohlfühlen, ich will sexy sein. Schlussendlich brauche ich meinen Körper als Marketing, meine Bilder ziehen Augen an und dann tun die Leute meine Sachen abladen und kaufen, das ist klar. Aber ich kann nicht meine Figur künstlich verändern online und ich sage, schau, ich bin 40, ich kann nicht mehr aussehen mit 20, entweder passt es dir oder es passt dir nicht. Egal was du machst, du kannst nicht allen passen und ich glaube, ich möchte nicht das Gefühl haben, wo ich mich unwohl fühle. Ich stecke so viel in meinen eigenen Lebensstil rein, in mein Gym rein, in die Leute, die in meinem Leben sind. Und mein Fokus ist auf die positiven Leute, die Freude an dem haben, was ich mache, die mit mir mitziehen, die mich unterstützen. Denen, wo ich etwas zurückgeben kann und die anderen, die müssen etwas anderes suchen. Heute bei mir als Gast ist Cindy Landolt und ich muss sie selber schon fragen, wie sie gerne bezeichnet werden möchte. Ich hätte jetzt mal gesagt, sicher Fitnessmodel. Sie ist aber eigentlich auch Unternehmerin, sie hat ein eigenes Gym. Aber ich frage sie doch gerade selber. Cindy, zuerst mal schön, bist du da. Danke Flavia, freut mich. Und was ist eigentlich die richtige Bezeichnung? Wie würdest du gerne bezeichnet werden? Also wenn ich jetzt jemanden treffe und sie fragen mich, sage ich eigentlich Personal Trainerin. Ah, echt? Also ich sage eigentlich gar nicht zu viel, bis sie dann mehr fragen. Selber googeln. Ja, sozusagen. Und meine eigentlich vorgeschobene Frage, die ich stelle, ist immer auf der Skala von 1 bis 10 jetzt gerade. Wie fest bist du im Flow? Jetzt bin ich recht gut im Flow, wir haben das jetzt schön aufgewärmt. Das stimmt, okay. Also 10. Schon auf dem 10. Das ist eine Challenge für mich, dass ich dann schauen muss, dass du auch noch am Ende von dem Gespräch auf dem 10 bist. Ich gebe alles. Gute Energie und Ausdauer. Gut. Cindy, fangen wir schnell an. Du als kleines Mädchen, wo bist du geboren? Was hast du so gemacht? Wer bist du gewesen? Ich bin in Wetzikon, Zürich geboren. Bin in einer sehr behüteten, eigentlich fast perfekten Familie aufgewachsen. Ich hatte eine mega schöne Kindheit. Brutal viel Sport, viel in der Natur, immer viel Bewegung. Ich habe mit 4, 5 mit Ballett und Kunstturnen angefangen und nachher ist es weiter in die rhythmische Sportgymnastik gegangen. Skifahren, Wandern, Joggen ist eigentlich immer auf dem Programm gestanden und ich glaube, das hat mir so die Startlaufbahn gegeben, wo mir eigentlich das alles wo mich so vorbereitet hat auf das, was ich jetzt mache. Also immer sportlich unterwegs gewesen, was schulmäßig, wie ist es dort so gelaufen? Bist du gut gewesen? Ja, ich bin sehr gerne in der Schule. Ich bin auch immer gerne vorne gehockt. Vor allem, wenn ich einen hübschen Lehrer hatte. Hat mich mega motiviert, ja. Also ich bin gerne in der Schule. Ausser Mathe habe ich eigentlich alles sehr gerne gemacht. Ich war gerne am Malen. Sportunterricht war natürlich immer cool. Das Kochen war auch mega lässig. Ich habe viele gute Erinnerungen an meine Schulzeit und Kindheit. Und dann hast du eine Lehre gemacht, oder wie ist es weitergegangen? Ich habe das BMS gemacht. Nicht schlecht, also BMS. Und aus dieser BMS-Matur hast du noch irgendetwas gemacht, oder nicht? Viele haben dann gehofft, dass in der Lehrzeit, dass ich nachher an die HBV gehe. Dort hat die Schule aufgehört. Nein, ich hatte einen brutalen Bewegungsdrang, schon immer. Ich glaube, ich bin mit voller Vorfreude am Abend ins Bett, weil ich wusste, ich kann am Morgen um 4:30 aufstehen, damit ich vor dem Arbeiten noch trainieren kann. Ich sage nicht, ich habe dort noch nicht gewusst, genau, wo es hergeht oder was ich machen will. Ich wollte ursprünglich Sportlehrerin werden, habe es aber nicht ins Gimmi geschafft. Ja. Und dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin so auf das fokussiert, dass ich eigentlich gar nicht gewusst habe, genau, was ich machen will. Das KV mit BMS war eine fantastische Grundausbildung, habe aber lange dann im Kopf gehabt, was kann ich machen, um in die Richtung Sport zu kommen. Ich habe dann auch bei ein paar Sachen schnuppern. Und dann habe ich mit 21 SAFS, Swiss Academy for Fitness and Sports gemacht. Und ich glaube, ich bin die zweite Schulklasse gsi, wo die Schule besucht hat, wo gerade dort gegründet worden ist. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und das ist eigentlich dann das gsi, was mich in den Bereich Fitness und Personal Training gebracht hat. Habe aber schon mit 16 das erste Mal bin ich im Gym gsi und habe gewusst,
das ist der Ort, den ich liebe, mit Metall und Schweiß und liebe, dass ich es schaffe. Wie weißt du, woher das kommt, dass dich das so fasziniert hat? Hat es irgendwo in deinem Leben mal, also weißt, hat dich mal jemand schon als Kind mitgenommen oder wieso ist die Faszination für das Gym so da gewesen, schon so jung? Ich glaube, durch das, dass ich sehr körperlich, also sehr sportlich immer unterwegs war. Also eben auch schon als Kind, ich bin immer extrem unterstützt worden und gepusht worden und auch von die Hause aus, wenn ich gut sein wollte, an den Wettkämpfen, hat das Mal mit mir am Morgen trainiert und einen Spagat gemacht und mich gepusht. Sie hat mich gefahren und. Ich weiss nicht genau, was der Auslöser war, aber ich weiss, ich war mit 16 das erste Mal im Aktivfitness in Rütti, Zürich. Und dort hat mir ein junger, hübscher Trainer, Fitnessinstruktor, hat mich durch alles durchgeführt und dann geht er mit den Abduktoren vorbei, so die typische Frauen-Foodie-Übung. Und er sagt, ja, das ist sehr gut fürs Viertel. Und dann ist dort so die Freihandel, so, ja, der Freihandelbereich, wo die grossen, schweren Typen sind, ist so eher so im Untergrund oder so einem separaten Raum gewesen. Und dann sagt er, das ist eher so der Männerbereich. Das habe ich nicht so cool gefunden. Meine Mama hat immer gesagt, wenn ihr etwas wollt, könnt ihr alles schaffen. Aber die Faszination für Körper und Menschen und Bewegung hatte ich eigentlich schon dort gehabt. Aber ich glaube, das ist so der Auslöser, den ich gemerkt habe. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir so richtig viel. Also sind es wirklich die Metallstangen, die dich motiviert haben oder die Männer, die dich trainiert haben? Ehrlich gesagt, ja, es hat auch sehr interessante, spannende Frauen gehabt. Also ich glaube, es war mehr die ganze Atmosphäre gewesen. Ich bin immer sehr körperlich gewesen. Ich habe immer den Sport und Bewegung geliebt. Ich habe immer das extrem befriedigend empfunden, wenn ich meinen Körper als Leistungslimit pushen kann. Und dann natürlich das mitzuerleben von anderen Leuten in einem Gym. Das war interessant. Ja. Wie würdest du so sagen, auch jetzt, wenn wir gerade die Entwicklung anschauen, die du trainiert hast, heute ist es glaube ich, so ein bisschen wie normal, dass auch Frauen so viel im Gym sind und so die Gym-Girls, die man so sieht überall auf Social Media. Ist das in deiner Zeit eben wirklich mehr so nur ein Männerbereich gewesen? Oder schon dort mal, du bist das Jahr 40 geworden, schon dort mal hat es schon viele Frauen in diesen Bereichen? Also ich würde sagen, so das typische Krafttraining ist definitiv auch bis mit vielleicht 25 definitiv mehr so ein Männerding gewesen. Ich glaube, Frauen, die schon sportlich aufgewachsen sind, ich meine, in Amerika war es schon viel eine grössere Szene gewesen, die in dieser Szene aufgewachsen sind, dort war das natürlich schon voll der Hype gewesen. Ich glaube, in der Schweiz ist das recht lang gegangen. Ich habe auch in den ersten paar Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich zwar Frauen betreut, aber die haben alle gesagt, ich will fit sein, ich will Definition haben, aber ich will nicht muskulös sein, ich will schlank sein. Und das hat sich natürlich unterdessen extrem verändert. Also die Frauen kommen und sie sagen, ich will ein starkes Fülle, ich will Oberschenkel, ich will Muskelmasse aufbauen. Früher hat man ja auch eher gemeint, dass wenn mal eine Frau ein bisschen Krafttraining macht, dass sie innerhalb von 3 Monaten sich zu einem Mann verwandelt. Und heutzutage ist natürlich das Know-how auch über Social Media und im Internet hat sich das natürlich so krass jetzt verbreitet. Du weisst, wenn jemand intensives Krafttraining macht, wie unglaublich fantastisch du den Körper kannst verändern und formen, ohne dass das deine Weiblichkeiten wegnimmt. Ja. Und wir sind ja jetzt, wir produzieren Anfang Juni, da wird sich der eine oder andere sicher auch noch fragen, wie kann ich jetzt noch in die Sommerfigur kommen? Über das können wir vielleicht später noch reden. Das ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage, die du bekommst, oder, auf der Straße. Gehen wir nochmal schnell zurück. Mit 22 dann, nach dieser Ausbildung hast du dich ja schon selbstständig gemacht, gell? Genau. Als eigenständige Trainerin, oder was? Genau, also ich habe meine Firma gegründet und habe dort eigentlich angefangen, ganz ursprünglich noch, habe ich einem anderen Personal Trainer in Pfäffiken, Schweiz, ausgeholfen. Durch das bin ich an meine ersten Kunden gekommen, unter anderem ein Pärchen, die immer noch meine Kunden sind, seit jetzt 18 Jahren. Oh, krass. Für die bin ich auch dann viel reisen, auf Südfrankreich, und habe so Südfrankreich entdeckt. Ich habe angefangen mit Personal Training, aber nur mit Aushelfen. Und dann ist klar, dann hast du mal eben deine ersten 4, 5, 6 Kunden, die sprechen das dann um. Ich habe früher natürlich noch Home-Visits gemacht, also ich bin mit einem Kurzhandler, mit einem Swissball zu den Kunden. Das war mega lässig. Und dann habe ich mehr Anfragen aus Zürich bekommen. Mein allererster Zürich-Kunde trainiert auch jetzt immer noch bei mir im Centurion Club. Und dann hat natürlich mein erster Kunde aus Zürich seinen besten Freund gebracht. Der beste Freund hat einen Kollegen gebracht. Der Kollege hat seinen Geschäftspartner gebracht. Der hat seinen Anwalt gebracht. Und so hat sich nachher mein Netzwerk immer mehr vergrössert. Und das hat also auch
eigentlich alles so easy funktioniert, so wie du das jetzt erzählst. Das klingt jetzt mega easy. Rückblickend klingt es auch vielleicht mega so, als wäre es eine Traumgeschichte oder Traumkarriere. Ich würde sagen, ich habe eigentlich immer mega gute Erfahrungen gemacht. Aber ich stehe, seit ich selbstständig bin, fast ausnahmslos jeden Tag um 5 Uhr auf. Ich habe oft Unterricht auch viel online, wo je nach Zeitverschiebung und wo dann die andere Person hockt, dass ich halt einmal um 8, 9, 10 am Abend noch Termin annehme. Bin ich um 10, halb 11, manchmal 11 fertig. Montagmorgen, Freitagmorgen, dann Mittwoch und Donnerstag auch, habe ich sehr früh am Morgen, mit sehr früh am Morgen meine ich 5:30, 6 fange ich an mit den ersten Online-Beratungen, wo dann halt mit, je nachdem, wo das dann ist, Australien oder LA, Zeitverschiebungen habe, wo ich natürlich voll muss an die SEC. Also ich mache sie für mich und ich mache es mega gern. Aber es ist nicht so, dass es einfach zustande kommt. Ich meine, das Online hat sich natürlich über Jahre aufbauen. Also ich bin, seit es Facebook gibt und seit es Instagram gibt, bin ich jeden Tag 2 Stunden dran. Mindestens. Also ich würde sagen eher 3 bis 4 Stunden. Crazy, okay. Und das Personal Training 1:1, eben zuerst bei den Leuten zu Hause und dann auf Zürich. Du musst extrem flexibel sein, weil wenn du einen Kundenkreis aufbauen willst, kannst du nicht sagen, ich arbeite nur zwischen 9 und 5 am Abend. Wenn einer will am 5 Uhr trainieren, stehst du um 4 Uhr auf. Und wenn der andere will in Zürich trainieren am Abend um 9 Uhr, dann fährst du halt am Abend um 8 Uhr auf Zürich. Also du musst einfach voll immer da sein und du musst es bickelhart durchziehen. Aber wenn es dir Freude macht und wenn du noch jung bist, hast du noch ganz andere Energie, dann ist es so und du machst es. Das heisst, ja, es ist eigentlich immer recht gut gelaufen, aber die ganze Maschine im Hintergrund ist natürlich viel grösser als das, was du vielleicht nur online siehst, wenn ich happy mit einem Kunden am Trainieren bin. Dass es zum Centurion Club gekommen ist, sind das viele Jahre Aufwand gewesen, damit ich mir das leisten konnte, damit ich mir das Gym aufbauen konnte. Und dann musste ich das brutal hart pushen, damit alle Kunden zufrieden sind und dann ihre Partner, Frauen, Geschäftskunden auch mitbringen. Ich habe mich noch gefragt, wie bist du, Cindy Landholt, irgendwie jeder kennt dich einfach, aber wie bist du eigentlich so populär geworden? Hat es so eine riesige Geschichte gegeben, die ich nicht mehr weiss? Nein, ich glaube, du hast nichts verpasst. Also ich würde sagen, ursprünglich bin ich bekannt worden durch das Personal Training hier in der Region, aber der Auslöser waren wahrscheinlich so ein bisschen die provokativeren Bilder gewesen. Ich glaube, ein Bild, das so ein bisschen der Anfangspush war Dezember, Januar 2009 bis 2010. Ich war in Sydney, hatte so ein Militär-Mini-Bikini angehabt. Ich bin so unter dem Wasser gestanden. Und dann habe ich dort aber noch einen Fotograf getroffen, der im gleichen Bikini von mir Bilder am Strand gemacht hat. Und dann habe ich das... Ich kann mich immer gerne zeigen. Ich habe früher schon gemodelt, also es hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen gekitzelt und mir Spass gemacht. Und dann habe ich das aber auf mein normales Facebook-Profil da. Also ich hatte dort noch keine Fanpages und so gehabt. Und dann auf über Nacht, vielleicht 24 Stunden, habe ich irgendwie 2000 Freundschaftsanfragen bekommen und E-Mails. Und das war natürlich dann der Auslöser, wo das Ganze angefangen hat, wie sagt man, rotieren, wo ich gemerkt habe, okay, die Bilder kommen gut an und dann machst du halt 2, 3, 4 mehr Bilder und dann auf einmal baut sich halt das Ganze auf. Und dann haben mir ein paar Leute gesagt, ja, mach doch eine Facebook-Fanseite. Und dann habe ich gedacht, wer will ein Fan von mir werden? Aber dort ist das ganze Influencer-Thema auch gar nicht existiert. Also ich habe nicht gedacht, ich mache jetzt mal Fotos, um online bekannt zu werden. Klar, ich kann Bilder gerne zeigen. Aber ich bin eigentlich, also ich habe das Personal Training gemacht, ich habe meine Sport- und Fitnessausbildungen gemacht und die Bilder haben das natürlich ausgelöst, ohne dass ich mir bewusst war, wie gross die Maschine kann werden kann. Ja, also eben auch über die Landesgrenzen hinaus hat dir das ja mega viel gebracht, die Community aufzubauen. Ja. Also online hast du Kunden aus der ganzen Welt jetzt. Ja, also ich würde sagen, der grösste Teil von Social Media oder von Kunden, die nachher auf mich zukommen für Online-Beratungen, Online-Trainingssachen, ist Amerika. Ja. Aber ich habe Australien, ich habe Malaysia, ich habe jetzt gerade vor einer Woche, 2, habe ich mit jemandem angefangen aus den Philippinen, aus der UK habe ich auch mehrere Leute, aus Italien habe ich Leute, ja, rundum Deutschland natürlich auch. Und kannst du mir sagen, ich habe ein paar Interviews natürlich als Vorbereitung geschaut, von anderen Sendungen oder Zeitungen gelesen und dann ist mir aufgefallen, dass alle haben dich immer gefragt, hey, das ist alles natürlich bei dir, oder? Du hast das immer betont, auch extra, gell? Du hast da nie irgendwelche Präparate genommen, oder?
Ich nehme alles, Habe ich das richtig verstanden? Ja, du hast es richtig verstanden. Ich meine, schau, wenn du mich anschaust, du siehst, wie sich der Körper über die Jahre verändert hat. Was ich aber auch, das war auch ein Grund, warum ich nie Wettkämpfe gemacht habe. Weil für mich das Auf und Runter ist einfach nicht das, was mir entspricht. Du siehst mich jetzt mit einem recht krassen Sixpack und du kannst mich in 3 Monaten und in 6 Monaten und 12 Monaten siehst mich immer noch und du kannst durch alle Jahre durch und ich habe eigentlich immer sehr eine gute Figur. Also ich bin immer sehr konstant. Ja. Und was ist denn da das Rezept dafür? Eben, dass man keine Chemie reinlässt, oder was? Ja, schau, ich meine, wenn ich mit Leuten rede und ich sage den Leuten, nimm etwas, was so ein Thermobooster, wo die Fettverbrennung anregen könnte, nimm Proteinshake, nimm einen Gainer, nimm Kreatin, nimm einfach alles, was du über den Ladentisch überkommst und du es hochdosieren und du richtig Gas geben. Es gibt Leute, die sagen, Proteinshake sagen Chemie. Also sind jeden Tag die Definition in dem Fall ist immer... Genau. Und das also das, was legal in der Schweiz erhältlich ist, oder vielleicht bei dir in Amerika, genau. Das konsumierst. Ja, ich meine, es ist unglaublich, 2'000 bis 3'000 Kalorien konsumieren mit Eier und Bullenbrüstchen. Ja. Also es geht nicht ohne Proteinshakes. Die Supplemente sind so praktisch. Und ich finde irgendwie, es kommt ja auch auf die Person drauf an. Ich habe viele Leute, die kommen zu mir und sie wollen abnehmen und sie wollen gesund sein und sie wollen schlank sein, die wollen ja nicht jetzt den Hardcore-Sixpack. Dann brauchst du vielleicht einen Proteinshake, wenn es ein bisschen einfacher, das Ganze einfacher macht. Aber du brauchst dann kein Kreatin und keine anderen Sachen. Also es kommt wirklich darauf an, wie weit du willst springen. Ja. Hast du dir aber nie überlegt, etwas Härteres noch reinzuzupfen? Nein. Es ist okay, so wie es ist. Ich kenne auch, oder ich merke auch jetzt im Laufe des Alters, mein Körper braucht mehr Erholung, die Haut verändert sich, der Körper verändert sich, ist voll okay. Aber wir haben ja vorher schon ein bisschen über das geredet. Ich finde, es ist auch völlig okay, dass ich nicht mehr mit einer 20-25-Jährigen mithalten muss. Ja. Also du kannst das easy so akzeptieren. Hast du nie so überlegt, Also ich weiss nicht, ob es easy ist. Ich meine, es ist nicht so cool, dass ich nicht mehr so viel Energie habe wie früher. Früher habe ich 2-mal am Tag locker trainiert und jetzt merke ich 5-6 Mal in der Woche lang nicht und nicht mehr 2-mal am Tag zum Beispiel. Aber ich glaube, du musst realistisch sein. Ja. Das ist eben in dieser Branche, wo du ja bist, noch eine Herausforderung, oder? Weil da sieht auf dem Bild einfach immer, alle sehen verdammt gut aus. Ja. Und das ist das, was ich meine mit realistisch sein. Social Media ist ein fantastisches Werkzeug. Aber ich habe auch schon Leute gesehen, wo ich dachte, wow, und dann ist es real gesehen und dann habe ich immer noch die Person sehr spannend gefunden. Aber es ist definitiv der Filter nicht dort gewesen. Ich mache auch meine Pickel weg und wenn ich ein Bild kann optimieren mit Farbe und mit richtigem Licht und Schatten, dann mache ich das natürlich auch. Schlussendlich brauche ich meinen Körper als Marketing, meine Bilder ziehen Augen an und dann tun die Leute meine Sachen abladen und kaufen, das ist klar. Aber ich kann nicht meine Figur künstlich verändern online und ich sage, look, ich bin 40, ich kann nicht mehr aussehen mit 20, entweder passt es dir oder es passt dir nicht. Ich muss aber auch sagen, früher habe ich halt vor allem eher so Powerlifter, Bodybuilder angezogen, also viel jüngere Klientel. Und die letzten so 5 Jahre, vielleicht noch ein paar Jahre mehr, also ich würde sagen, so ab Mitte 30 hat sich auch online bei mir die Leute stark verändert. Das sind eigentlich alle so zwischen 35 bis 45, 50. Und es geht bei mir unterdessen viel mehr in die Richtung Longevity, Reha, gesund sein, wie kann ich den Alltag optimieren. Als 40-, 50-jährige Person, ich kann eigentlich fast oder viel weniger Anfragen unterdessen von jemandem, der sagt, wie kann ich einen Hardcore-Sixpack antrainieren. Und wenn jemand richtig Wettkampf geht oder wirklich dann sehr extrem das will, dann habe ich natürlich ein gutes Netzwerk und dann tue ich sie dann halt so an die entsprechende Person weiterleiten, die ihnen dann in diesem Bereich besser helfen kann wie ich. Und Stichwort Wettkampf, eben, du hast nie gemacht, gell? Also da gibt es nur so Bilder, die so aussehen, als wärst du am Wettkampf, aber du hast nie offiziell irgendwo teilgenommen. Nein. Aus dem Grund, wo du gesagt hast, mit dem Auf und Ab hast du keinen Bock gehabt. Genau, und es hat mal eine Phase gegeben, wo ich auch spezifische Sponsoring-Anfragen bekommen habe von ganz bekannten Bodybuildern, von den weltbekanntesten. Aber ehrlich gesagt, so wie es bei mir dann halt losgegangen ist in Australien, das war eben so ein der Trigger gewesen, bin ich um die ganze Welt gereist für die Fotos, für Heftchen früher noch. Und dann ist es mit meinem eigenen Geschäft, mit dem Personal Training, mit meinen Kunden und so, ist es einfach so losgegangen, dass ich ehrlich gesagt das gar nie gross mehr in Erwägung gezogen habe. Es ist wie nicht ein Teil von meiner Laufbahn, den es gebraucht hat. Ja. Hast du aber dir mal überlegt, als du 22 warst, dich selbstständig, hast du dazu mal in diesem Alter ein anderes Ziel gehabt, wie das, was dann hergegangen ist?
Oder hast du dort entschieden, ich will einfach mit Leuten trainieren? Also ehrlich gesagt, mit 18 habe ich nie gedacht, dass ich jemals wieder ein Gym habe. Ich habe immer gewusst, dass ich irgendwie etwas mit Körper und Menschen und etwas Aktives machen muss. Das habe ich gewusst. Ich glaube, für mich war es mehr so Schritt für Schritt eine Entwicklung gewesen, wie sich das alles ergeben hat. Ich hatte nie einen fixen Plan. Aber ich würde sagen, ich habe auf den Markt gehört, ich habe das Feedback von Social Media bekommen. Ich habe natürlich schon seit 2008/2009 habe ich meine eigenen Webseiten, wo die Leute meine Sachbilder anschauen können, meine Trainings- und Ernährungspläne herunterladen können. Ich komme jeden Tag sehr viele E-Mails über von Leuten, die von Sachen von mir wollen. Und wenn du das liest und aufnimmst und der Markt sagt dir, was er will, dann ist es eine sehr natürliche Entwicklung. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich so viel online mache, wie ich jetzt online mache. Weil ich habe immer gefunden, ich will 1:1 mit einer Person im Gym schwitzen und trainieren. Und so gerne ich das mache, wenn ich das jetzt nicht machen würde und am Markt nicht zulassen und es online annehmen würde, eine riesige Lücke bei mir sein. Also du hast eigentlich das mega clever gemacht, du hast eigentlich die Community-Betreuung, Community-Building, hast du eigentlich von Anfang an aufgenommen und hast einfach gehört, was will der Markt und das produziere ich für dich. Ich glaube, am Anfang bin ich noch nicht so aware gewesen. Also, am Anfang habe ich gewusst, dass die Leute mich mehr sehen und. Aber es war jetzt nicht so gewesen, dass ich mit 2 oder 23 eine Strategie hatte. Ich habe gewusst, E-Mail-Marketing ist wichtig, also du musst E-Mail-Adressen sammeln. Ich habe gewusst, dass die Leute Interesse haben an meinem Training, also machst du mal die ersten Videos. Ich habe einen Trainings- und Ernährungsplan geschrieben, den die Leute gratis herunterladen können. Zum Lead sammeln quasi für deine Mailliste? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe nicht die Trainings- und Ernährungspläne zur Verfügung gestellt, zum gratis abladen. Das sind wahrscheinlich unterdessen 1,8 Millionen Downloads. Krass. Weil ich dachte, ich muss Leads generieren. Ich habe gewusst, dass das wird zu einem Thema kommen. Aber ich habe mir auch gesagt, ich lebe in Zürich, ich habe einen recht guten Lifestyle, jetzt natürlich noch besser als mit 20. Aber es gibt sehr viele Leute, die sich knapp eine Gym-Membership leisten können. Und ich sage jetzt in einem Master-Gym, und in Amerika sind ja die Memberships vielleicht $300-400. Ich weiss nicht genau die Preise, vielleicht noch gar noch günstiger. Und es gibt Menschen, die sich das nicht einmal knapp leisten können. Und ich habe mir dann überlegt, sind wir mal ehrlich, wie relativ locker gibt ein Zürcher, ich kann nicht sagen ein Schweizer, weil wir haben da verschiedene Verhältnisse, aber ich würde sagen, eine Stadt Zürcher, die in der Stadt wohnt und lebt und verdient, der gibt doch locker mal schon 200 Franken aus. Und du überleist dir gar nicht gross. Und ich meine das mit vollem Respekt, weil wir müssen alle mega hart fürs Geld arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weisst du, das ist eigentlich etwas, was ich zurückgeben kann. Weil die Leute, die mir folgen, sind vielleicht auch Leute, die nicht finanziell die Möglichkeit haben, wie ich, die in Zürich bin. Und so habe ich nachher die Trainings- und Ernährungspläne geschrieben und habe das eigentlich den Leuten, also meine Erfahrung, meine Trainingspläne, habe ich niedergeschrieben und habe die so als Downloads zur Verfügung gegeben. Okay. Wo hast du das Wissen gehabt, dass das so funktioniert mit E-Mail-Marketing und so? Hast du das einfach alles von Amerika gesehen, dass das dort schon läuft und das bringe ich in die Schweiz? Nein, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die älter sind, die Erfahrungen haben, nicht unbedingt in der Fitnessbranche, aber die auch so Sachen generiert haben, Downloads und. Ich habe einen Webmaster, der schon seit, also mein erster Webmaster ist immer noch mein aktueller Webmaster zum Beispiel. Und er hat mir auch gesagt, schau, du musst Downloads generieren, Leads, und dann, je nachdem, wer was abladet, dann können wir die verschiedenen Listen machen, weißt du, Training und Ernährung, und der macht Weightloss, also kommt dann noch in die Weightloss-Liste. Und das habe ich einfach all die Jahre immer weitergezogen. Und im Jahr 2025 funktioniert das immer noch fast am besten, oder? Mit deiner E-Mail-Liste? Ja, bei mir auf jeden Fall. Ich glaube auch, was mein Vorteil ist, weißt, es gibt ja viele Leute oder viele junge Menschen, dann sehen sie einen Trend, Influencer, dann sagt vielleicht einer oder eine sich, ich liebe Fitness, ich will Fitness-Influencer werden. Und du merkst halt, wenn du das nicht lebst und liebst, die kommen und gehen nach 2-3 Jahren wieder. Vielleicht machen sie es 5 Jahre und dann gehen sie wieder, wenn das nicht wirklich voll in deinem Blut ist. Das Schweißmetall, das Trainieren, der Lifestyle. Dann ziehst du das nicht lange durch. Ja, voll. Und ich glaube, ich habe das voll im Blut. Das geht bei mir durch jede Zelle durch. Und ich glaube, darum habe ich unterdessen so eine krasse Community. Eben wie vorher gesagt, mein erstes Pärchen von Pfäffiken, Schweiz her. Als ich 23 war, die habe ich immer noch, mein erster Zürich-Kunden, habe ich immer noch. Und online war es genauso. Ich habe wöchentlich wahrscheinlich Leute, die mir schreiben, hey, ich habe deinen Werdegang verfolgt, ich folge dir schon seit 10 Jahren. Also ich habe ich glaube, weil ich immer halt
wie sagt man, Consistency. Weißt, ich habe das immer gemacht. Ich bin nicht von einem Trend auf den anderen. Du siehst mich jetzt im Gym jeden Tag wie noch vor 20 Jahren. Und das ist halt viel, weißt, ich habe Glaubwürdigkeit. Ich mache nicht einfach einen Trend mit. Ich mache auch keine kleinen Tanzvideos, weil es jetzt gerade ein Trend ist. Das bin ich nicht. Ich mache nicht Sachen, die mir nicht entsprechen. Ich lege nicht ein pinkiges Kleid an, weil ich jetzt weiss, Pink und Beach ist jetzt gerade in. Du siehst mich eigentlich recht, ich bin mir selber recht treu, oder mindestens hoffe ich das. Ich tue mich auch nicht in ein Schema reindrücken, wo ich weiss, es entspricht mir nicht. Und ich glaube, die Leute verfolgen das und ihnen passt das. Ja, voll. Du hast vorher gesagt, und dort frage ich mich manchmal so, die Schwierigkeit ist doch, du hast eine Community und die will ja vielleicht etwas. Und dann ist vielleicht mal etwas wie, blöd jetzt gesagt als Beispiel, das pinke Kleidli. Und du weißt, wie, ich will vielleicht das jetzt nicht unbedingt machen, aber irgendwie ein bisschen in die Richtung muss ich etwas machen. Wie gehst du mit dem um? Dass du sagst, okay, das ist eigentlich gefragt, aber ich habe gar keinen Bock. Machst du dann gleich einmal, springst über den Schatten oder sagst, nein, dann scheißegal, dann jetzt weiter. Also ich würde sagen, du siehst mich zu 90% von allen Zeiten in einem schwarzen Kleid, schwarzen Bikini oder einem schwarzen Oberteil. Nein, also so will ich mich nicht, wie sagt man, verbeugen lassen. Ich fühle mich dann auch nicht wohl. Und ich muss dir im Fall ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie viele Leute das mir über alle Plattformen folgen, aber es sind wahrscheinlich etwa 1,5 Millionen Leute. Wenn es ein paar gibt, die finden, ich muss einen pinkigen Mini-Rock-Trend mitmachen, ja, dann mache ich ihn halt nicht mit und dann gibt es halt ein paar Leute, die finden das nicht gut. Das ist okay so. Egal, was du machst, du kannst nicht allen passen. Und ich glaube, ich möchte nicht das Gefühl haben, wo ich mich unwohl fühle. Ich stecke so viel in meinen eigenen Lebensstil rein, in mein Gym rein, in die Leute, die in meinem Leben sind. Und mein Fokus ist auf die positiven Leute, die Freude an dem haben, was ich mache, die mit mir mitziehen, die mich unterstützen. Denen, wo ich etwas zurückgeben kann und die anderen, die müssen etwas anderes suchen. Da gibt es ja genug andere auf Social Media. Ja, das ist so. Der Druck oder eben auch die Kritik, die du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, oder die halt dann weiterziehen sollen, hat es das extrem mal gegeben in deinem Leben? Also weißt du, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da gibt es auch Leute, die finden mich nicht cool oder hassen mich sogar oder so. Hast du so etwas mal erlebt? So etwas wirklich Negatives? Ja, aber ich glaube, das ist nicht nur bei mir so. Ich glaube, es ist bei jeder Person, die sich... ich bin recht widersprüchlich in meinem Aussehen und was ich mache. Und ich glaube, wenn du das dann noch mit so viel Haut online präsentieren, dann tut das natürlich Diskussionen provozieren. Ich habe mich nie unter Druck gefühlt. Das Einzige, was ich mich halt dann schon hinterfragt habe, ist, ja, also wenn ich dir jetzt so nicht passe, warum verschwendest du deine Zeit mit mir? Eben, next, geht zum nächsten. Das ist das, was ich nicht verstanden habe. Ich glaube, es war auch ein Prozess von mir, um einfach zu sagen, weißt du, ich muss mich auf die Leute fokussieren, auf die guten Leute und nicht auf die ein bisschen am Mützeln sind. Und man sagt ja meistens, denen, wo es nicht passt, die verstecken sich hinter einem gefälschten Profil und sind am lautesten am Bellen. Du musst einfach lernen, das ausblenden. Hast du die Stärke schon immer gehabt? Weil ich habe schon mit Leuten geredet, die haben gesagt, hey, look, du kannst etwas posten, du hast 100 positive Kommentare und dann hat es einen Wichser, sorry für das Wort, oder einen Idiot, der etwas Schlimmes schreibt und wegen dem ist mein Tag am Arsch. Nein, das passiert nicht. Aber Nein, also hast du das nie gehabt oder hast du das gelernt? Oder wo hast du die Stärke oder das Mindset, das lässt dich kalt? Ich glaube, es ist einfach wie ein Training. Als ich die ersten paar Mal in den Medien war, habe ich viel mehr negatives Feedback bekommen. Und dort, also ich habe immer gerne meinen Körper gezeigt. Ich bin immer schon, alle die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich immer sehr gerne gemacht. Und ich hatte immer ein gutes Umfeld gehabt. Ich habe es wie nicht verstanden. Es hat mir dann vielleicht, wenn es sehr direkt geworden ist, einfach so ein mulmiges Gefühl gegeben. Aber ich meine, weißt du, wie viele Internet-Trolls gibt es? Und die Leute sind genau dann stark. Also wenn du nicht vor mich anstehen und kannst mit mir reden, so wie wir es jetzt haben, nicht böse, dann kann ich dich einfach nicht ernst nehmen. Aber ja, klar, wenn du jung bist, 22, ja, das sind alles Erfahrungen, die auf dich zugekommen sind, dann ist es schon ein bisschen komisch, aber unterdessen, ich kann nicht sagen, es ist mir gleich, weil eben, zum Teil die Nachrichten sind schon ein bisschen lausig, aber ich habe so viele gute Leute in meinem Leben. Dann lösche ich es entweder löschen oder ich sperre, ich blockiere, ich schreibe meinem Webmaster, hey, von dem will ich nicht mehr hören und dann wird das dann halt gemacht und ja, es ist eigentlich okay, es ist wirklich okay. Gibt es einen Kommentar oder eine DM, wo du sagst, hey, die war wirklich unter aller Sau?
Es gibt noch recht viele Bildchen, die ich bekomme. Ungefragt einfach mal. Ja, genau. Ich muss aber sagen, manchmal weiss ich mir, ob ich so schockiert sein oder ob ich den Mut bewundern soll. Ja, dass die so weit gehen und das machen. Schreibst du dann einmal zurück? Nein. Früher habe ich mir noch einen riesen Aufwand betrieben. Aber wenn es wirklich gerade unter der Gürtellinie war, dann lass es einfach in den Requests rein, also in den Anfragen rein, dann musst du da nicht darauf reagieren. Aber ich habe früher wirklich probiert, jede DM, jede Nachricht beantworten. Oh. Aber ehrlich gesagt, es ist einfach ein Ding von der Unmöglichkeit. Und wenn du jemandem sagst, hey, danke, so ist es so lieb, oder ich schätze dich, oder geh da zu mir Downloads, es gibt dann halt Leute, die mehr und mehr von dir wollen. Und die werden dann fast ein bisschen stinkig, wenn du dann irgendwann sagst, schau, jetzt müsstest du vielleicht mal eine Beratung buchen oder einen Chat online buchen. Ja. Und die sind dann ein bisschen stinkig geworden, weil ich dann halt nicht mehr Zeit von mir hergegeben habe. Aber auch da muss ich dir sagen, hey, weißt du, mein Kalender ist so pumpenvoll. Und die Leute, die mich schätzen, die wissen, wie wertvoll das meine Zeit ist. Die wissen, sie kommen nicht gratis über. Ich gehe ja auch nicht zum Coiffeur, wo mein bester Freund ist. Und ich sage, ja, wir sind ja gute Kollegen, kannst du mir noch die Stirnpflänzchen gratis schneiden? Und dann müssen wir noch ein bisschen dazu reden. Die Leute, die meinen Rat wollen, die meine Zeit wollen, die haben den Preis oder die Kosten eigentlich nie hinterfragt. Und darum, wenn die Leute mich anfragen, hey, wie kann ich dich buchen oder wie kannst du mich beraten oder wie kannst du mir helfen in Bezug auf Training, schicke ich sie auf die Landingpage, wo sie es buchen können. Wenn sie es buchen, super. Wenn sie es nicht buchen, ist es genauso gut. Okay, cool. Also, wir sind gerade im Business-Thema drin, wo ich gerne noch ein bisschen darüber schwätzen. Wir blenden natürlich auch Zeit, also in den Shownotes findet sie, cindylandol.com, oder? Findet man am meisten? Genau, oder für die Schweiz.ch vielleicht? Ja, also cindytraining.com ist alles rund ums Training, Personal Training. cindylandol.ch ist Schweiz Personal Training. cindylandol.com ist eher so ein bisschen Content, sexy Bilder und so. Okay, also wir hauen alles in die Shownotes hin, ist das gut? Ihr wisst jetzt, wo ihr was findet. Dein Business funktioniert ja so, du hast einerseits eben die Trainings, die du gibst, also Personal Trainings, und das ist in deinem eigenen Gym. Wie lange hast du das jetzt schon? Im Seefeld? Das ist im 2014 hat das eröffnet. Okay, über 10 Jahre schon. Dort kommt man nur rein, wenn man auch Personal Training bei dir bucht. Also du kannst auch Mitglied werden ohne Personal Training, aber du kannst jetzt nicht einfach reinkommen und einen Tagespass machen. Es ist privat, es ist exklusiv, es ist wirklich ein Members Club. Das heißt, du kannst mit Personal Training kommen, du kannst aber auch ohne Personal Training ein Mitglied werden, aber ich mache keinen Tages- oder keine Wochenpass. Und wenn du jetzt wirklich mal einfach willst, in ein Training kommen, dann musst du ein Personal Training machen. Aber ich tue die Privatsphäre und den Platz für die Mitglieder sehr stark schützen. Okay. Und dann sind wir gerade bei dem, eben, du hast Personal Training, das du anbietest. Wie viele Franken kann man da eigentlich einsteigen bei dir? Das ist ja nicht ganz so günstig, wie sonst so die Personal Trainer sind, oder? Ja, ich habe verschiedene Packages, danke. Du kannst zum Beispiel in eine Körperanalyse kommen, da bist du ab 750 Franken dabei. Einzelne Personal Trainings 250 Franken. Dann, wenn du ein Abo machst oder ein Full Centurion Club Member willst werden und du ein Package machst, dann kommt das Personal Training, also wie sagt man, die Stunde wird dann ein bisschen günstiger. Ich würde sagen, ab 5'500 bis 6'000 Franken bist du dabei. Aber es gibt natürlich, und dann hast du vielleicht 1-2 Trainings pro Woche. Und dann, wenn du halt 4-5 Trainings machst oder 2-3 Trainings, dann wird es natürlich ein bisschen teurer. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch ein neueres Businessmodell, was es noch nicht so lange gibt, oder? Du hast verschiedene Bilder, die du anbietest online, die ich auf deinem Instagram-Channel gesehen habe. Erzähl da mehr. Okay, das wäre einfach cindylandol.com. Okay. Das ist nach Covid gekommen. Ich habe immer sehr viele Leute gefragt, hey, wo kann ich mehr sehen? Hast du auch mehr Bilder von dir? Und das ist lange für mich eigentlich nie ein Thema gewesen, beziehungsweise ich habe das gar nicht in Betracht gezogen, habe aber immer sehr gerne schon Bilder gemacht, die provokativen. Ich kann gerne Haut zeigen, ich habe das immer sehr spannend gefunden. Das ist vielleicht einfach ein anderer Teil von meinem Leben, den ich gerne auslebe, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, weisst du was? Ich habe so viele von diesen Anfragen von Leuten, die näher bei mir mit sein wollen, die mehr von mir sehen, die aber nicht halt an meinem Trainingslifestyle interessiert sind.
Und dann habe ich so einen Telegram-Kanal gestartet. Also ich habe meine Webseite aufgebaut und spezifisch auf das ausgerichtet. Und das habe ich das erste Mal gemacht vor 3 Jahren. Und die Leute, was sehen sie dort? Sie sehen, ich würde sagen, sehr provokative, erotische, playful, teaseful. Ich sage, du kannst mir jeden Tag meinem sexy Alltag folgen. Okay. Es ist sehr spannend, es macht mega viel Spass. Für dich oder für die dort drin sind? Also ich hoffe natürlich für die mir folgen. Sonst geben sie viel Geld aus und das wäre nicht so lässig, wenn es keinen Spass machen würde. Ja, und das mache ich jeden Tag. Das mache ich wahrscheinlich so 6-7 Monate im Jahr und dann höre ich wieder auf. Und dann, wenn ich merke, nächstes Jahr habe ich wieder Zeit und Lust, dann starte ich den Kanal. Also man findet ein paar Bilder auf deinem Instagram-Channel, so ein bisschen ein Teaser oder ein Preview oder, ja, genau, von dem. So Bilder findet man dort einfach noch ein bisschen extremer. Ja, genau. Oder sind es genau so? Und was zeigst du alles in diesem privaten Chat? Also ich zeige nichts Intimes in dem Sinn. Du kannst dir wirklich vorstellen, High-End, wirklich sehr schön körperbetonte Bilder mit extrem wenig Kleidern, aber ich bin nie komplett nackt. Und das produzierst du täglich? Also wenn du sagst, du machst ein paar Monate das Tag für Tag, ist ja verdammt hart, also verdammt aufwendig. Also es gibt Phasen, zum Beispiel, ich arbeite mit dem Oleg zum Beispiel zusammen, das sieht man auch bei mir auf dem Instagram. Wir shooten wahrscheinlich einmal im Monat, dann haben wir entweder eine geile Loft oder ein cooles Zimmer oder Outdoor oder bei mir auf dem Balkon sind wir auch schon gewesen, wo wir auch wirklich mal so 4-5 Stunden durchshooten. Ich mache sehr viel auch Eigenproduktion. Das kann ich von überall aus machen, egal wo ich bin. Letzte Woche bin ich ein paar Tage weg gewesen. Da habe ich mich in den Sanddünen versteckt zum Beispiel. Da habe ich so meine Bilder gemacht. Ich habe noch 2-3 andere Leute, die im Hintergrund mithelfen. Das heisst, es gibt einmal, also wahrscheinlich alle 2 Wochen habe ich mal ein Shooting. Und wenn ich das mit jemandem zusammen mache, dann tun wir nicht natürlich verschiedene Themen oder verschiedene Outfits vorproduzieren. Und wenn ich dann eben spontan mal an einer coolen Location bin, dann nehme ich mir effektiv Zeit, 2 bis 3 Stunden pro Tag, wo ich den Content selber produziere. Weil es ist natürlich vor allem für meine VIPs dann super cool, weil über Instagram sehen sie das coole Foto, das für öffentlich ist und sie wissen dann natürlich, ein paar Stunden später kommen sie im Kanal noch ihre persönlicheren Bilder von mir über, auch an dieser Location, wo ich dann auch für sie persönlicher produzieren, zusammenstellen kann. Es ist ja schon noch ein anderes Business wie das, was man sonst von dir kennt, das du aufgemacht hast. Ist das entstanden, weil in der Pandemie ein bisschen Schiss hast, die Zentren und so gehen zu und hast gefunden, ich muss noch eine weitere Einkommensquelle haben? Oder warum hast du gefunden, ich mache das jetzt? Oder ist es einfach mega easy für dich ins Geld? Also Covid war in dem Sinne nicht der Auslöser, dass ich das gestartet habe, weil dann hätte ich es schon vor oder während Covid machen können. Ehrlich gesagt, es ist mehr, ich glaube, während Covid sind halt sehr viele Leute zu Hause und hatten Zeit gehabt, zum Schauen. Und während Covid ist wirklich Social Media bei mir mega angestiegen, auch alle Online-Sachen. Also eben kann ich mehr sehen, so contentmäßig, aber auch die Online-Trainings- und Ernährungsberatungen haben sich für 3- bis 4-facht. Und dann habe ich einfach so viele Anfragen bekommen, hey, wo kann ich mehr sehen? Ich habe gewusst, ich habe Zeit, ich habe gewusst, ich habe immer noch Tausende von Bildern, die ich nie gebraucht habe. Und habe gefunden, weißt du was? Let's do it. Ich habe dann innerhalb von 2-3 Tagen super easy Landingpage zusammengestellt. Einen grossen Teil habe ich selber gemacht. Der Webmaster hat natürlich dann noch den ganzen Background fertig zusammengestellt. Und dann habe ich es promotet und dann ist es einfach voll losgegangen. Ich glaube, wenn ich auf OnlyFans gehe, könnte ich noch viel schneller viel mehr Geld verdienen. Klar, ich muss Geld verdienen, sonst lohnt sich der enorme Aufwand nicht, weil wenn ich es wirklich in einzelnen Tagen würde... Es hat Tage, wo ich natürlich 8 bis 10 Stunden am Produzieren bin. Jetzt, als ich unterwegs war, die letzte Woche, habe ich jeden Tag 2-3 Stunden investiert und dann kommt das Posten, Kommunikation mit den VIPs, die drin sind. Also ich würde sagen, es ist im Durchschnitt schon 4 Stunden plus Aufwand. Wenn es aber nur der Geldfaktor wäre, würde ich das ganze Jahr durchmachen, aber ich höre ja meistens nach 6-7 Monaten wieder auf. Wie würdest du jetzt diesen Bereich bezeichnen als Jobtitel? Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es es gar noch nicht. Vielleicht müssen wir das herausfinden. Was ist das für ein Jobtitel? Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht sind die Landolds...
ich sage dem eigentlich Cindy Landolt Experience. Aber was das für ein Jobtitel ist, weiß ich nicht. Ich finde Content Creator so ein bisschen nicht sexy, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie zustande gekommen. Ich habe das entwickelt, weil ich gehört habe, was die Leute wollen. Ja. Und ist für dich immer easy gewesen, so Zeug zu posten und so? Du hast dich nie... Also du hast es sogar ja noch cool gefunden, oder? Wenn du so Sachen kannst zeigen. Oder weißt du, hast du nie so ein bisschen gedacht, okay, jetzt lande ich in einer Ecke, und ich vielleicht wie nicht sein will, weil ich bin eigentlich auch Personal Trainerin und Businessfrau. Ich glaube, Cindy Landolt braucht all die verschiedenen Sachen. Und ich meine, die mich ja verfolgen auf Social Media, es ist nicht so, dass ich das erste Mal das Bikini-Foto publiziert habe in einer provokativen Pose. Wenn du mich zurückverfolgst, habe ich das schon im 2008, 2009 gemacht. Und darum glaube ich, ist nicht vor allem die Kunden, die ja bei mir schon langjährige Mitglieder sind und mich verfolgen. Ich glaube nicht, dass die geschockt sind. Ich muss sagen, das Feedback ist eigentlich von Frauen wie auch von Männern extrem positiv. Es sind alle gesagt, weisst du was, richtig geil, zieh es durch, mach es, solange es Spass macht. Geniess die Prozedur und die ganze Maschine. Und wenn du keine Lust mehr hast, hörst du auf. Kennst du VIPs auch, persönlich, die dort drin sind? Also, ich meine, als Abos? Die, oder schreibst du mit denen? Ja, ich schreibe mit denen. Du kannst zum Beispiel einfach das Abo machen, wo du Content bekommst. Und dann gibt es noch so ein zweites Abo, wo du auch noch mit mir in Kontakt treten kannst. Ich würde aber sagen, der harte Kern, die sind alle schon seit 3 Jahren und immer dabei. Also ja, und ich meine, du erkennst den Namen, du siehst, wenn sie, es ist natürlich, wie wenn du in einen Online-Shop gehst und dann gibst du deinen Namen, deine Adresse, alles ein. Deine Standardkunden kennst du, also Standardkunden, deine regulären Kunden, sorry, kennst du. Und das ist natürlich bei mir auch so. Und durch das Preissegment bei mir extrem hoch ist. Das heisst? Ungefähr $400. Also sagen wir 390 bis 480 kostet es im Monat. Habe ich natürlich nicht Hunderte von Followers oder von VIPs, sondern ja, viel weniger. Aber das ist für mich viel spannender, weil ich weiss natürlich genau, was sie wollen. Ich weiss, was ihnen gefällt. Ich kenne die verschiedenen Charaktere da drin. Ich weiss, warum sie mir zuschauen. Und so kann ich natürlich präzise auf ihre Wünsche und ihre Fantasien eingehen. Und das ist für mich sehr spannend. Ich kann es nicht vergleichen mit dem Gym, aber ich weiss, wenn du wirklich auf eine Person eingehen kannst und sie kommen das über, was sie brauchen und sie fühlen sich angesprochen, dann ist das viel spannender und die Leute sind gewillt, gutes Geld auszugeben, wenn sie wirklich das überkommen, was sie wollen. Das ist beim Personal Training so, Exklusivität im Centurion Club. Die Leute wollen ja nicht mit 50 anderen Leuten trainieren, sie wollen in ihr eigenes Gym kommen. Wenn der Centurion Club voll ist, dann sind wir 4 bis 5 Leute. Und das ist aber dann wirklich busy time. Und bei mir im VIP-Kanal, die wollen ja nicht einer von 100'000 Followers sein. Sie wissen, ich weiss, wer sie sind. Und sie schicken dir dann aber auch so Bildchen. Das sind dann wieder die. Ich muss einfach sagen, das ist einfach noch recht spannend, weil ich wieder noch jemanden gefragt, was sind das für Leute, die so viel Geld ausgeben und was machen sie oder was schicken sie dir? Das sind im Fall ein paar der besten Menschen oder Kunden oder Followers, Loyal Supporters, die ich je kennengelernt habe. Jeder ist respektvoll, jeder ist loyal. Es ist nie unter der Gürtellinie. Also eigentlich viel, also ich schätze die viel mehr als jemand, der mir einfach anonym interessante Bilder schickt. Okay. Also crazy. Also das ist ein weiteres Businessmodell. Hast du sonst noch etwas? So eigene Proteinlinie oder so, hast du das auch schon überlegt? Habe ich während Covid, ja. Also, oder während Covid ist das dann also nicht mehr... White Label mit dem Logo, ja, genau, oder Gesicht drauf? Das habe ich. Ist aber ehrlich gesagt, ich habe das kurz vor Covid habe ich das gestartet. Es hat nicht genug Traction bekommen. Es war für mich ein Zweig, der sich ehrlich gesagt einfach nicht mehr gelohnt hat. Und jetzt muss ich sagen, es ist gut so, wie es ist. Es ist nicht es ist nicht meine Sparte gewesen. Und das, was ich jetzt mache, das ist... Also ich bin mega happy bei den Sachen, wo ich involviert bin. Also mit all den Sachen, die du jetzt machst, würdest du sagen, ich bin voll bei mir und ich bin auch glücklich? Ich glaube, Cindy Landolt will immer noch etwas mehr oder etwas anderes. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich nächstes Jahr wieder eine neue Idee habe, die ich jetzt gar nicht weiss, existiert. Wie wo du vorher gefragt hast, ja, was sind meine Pläne oder habe ich gewusst, was ich will? Nein, ich glaube nicht. Ich habe irgendwie wieder so Ideen, die mir im Kopf herumschwirren. Aber manchmal braucht das halt mega lange Zeit. Ich meine, der VIP habe ich vor 3 Jahren
gestartet und ich habe gewusst, ich habe ja schon 20 Jahre lang so Bilder gemacht, aber ich habe ehrlich gesagt nie das in Erwägung gezogen. Es ist mehr wie eine natürliche Entwicklung. Also bin ich ziemlich sicher, dass wieder etwas wird kommen, nur wissen wir beide noch nicht, was das wird sein. Okay, jetzt sind wir also gespannt, was da noch kommt. Wie wichtig ist Geld und auch dir persönlich wichtig? Es ist mir so wichtig, dass Geld supergeile Energie ist, dir schöne Träume zu verwirklichen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich habe gerne eine schöne Uhr. Ich fahre gerne ein gutes Auto. Wenn ich in die Ferien gehe, bin ich gerne in einem schönen 5-Sterne-Hotel und nicht in einer Jugendherberge. Ich habe früher auch Jugendherberge gemacht, das war mega cool. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt zurückschaue, nach 20 Jahren und ich arbeite sehr hart, eben einen normalen Wochentag, bin ich immer um 5 Uhr wach, ich gehe um 11, 12 Uhr ins Bett. Ich arbeite hart. Ich lebe gerne ein schönes Leben, ich habe gerne eine schöne Wohnung, ich habe gerne eine grosse Dachterrasse. Ja, das Geld ist wichtig. Es ist wichtig, also ich arbeite aber auch gerne fürs Geld, ich verdiene gerne Geld. Ich würde aber sagen, dass das, was ich den Leuten biete und das Geld, das sie ausgeben, ist eine extrem gute Dienstleistung. Ich gebe mir wirklich von ganzem Herzen sehr Mühe, dass sie auf den Punkt kommen, wo sie brauchen und wollen. Ja. Was würdest du sagen, sind deine 3 wichtigsten Werte, die du hast? In Bezug auf Geld oder allgemein im Leben? Allgemein, das sind die Landol, die 3 Sachen, über die verhandle ich nicht. Peace. Also nicht Peace, Weltfrieden, das wird es nie geben. Aber ich möchte auch natürlich, dass es Weltfrieden gibt. Aber ich glaube, in mir innen selber brauche ich den Frieden. Ich habe mich früher viel mehr pushen lassen. Komm, wir machen doch noch um 9 oder wir machen doch um 10 oder könntest schon am Morgen um 5 und so Sachen. Wenn es mir zu sehr ins Privatleben reinschneidet oder wenn ich merke, ich habe die Erholung nicht mehr, das lasse ich mich nicht mehr verbrügen. Ich brauche Frieden im Kopf und im Herzen. Und wenn ich merke, es geht mir wie gegen das, dann bin ich auch nicht mehr gewillt, das zu machen. Das ist vielleicht wirklich innerer Frieden ist mir wichtig. Pause und Abstand. Ich habe früher gefunden, Samstag arbeite so. Ich arbeite Samstag und Sonntag. Vor allem jetzt, wenn der VIP läuft. Samstag und Sonntag sind meine Tage, die ich vorbereiten muss. Ich muss 50, 60, 100 WhatsApp beantworten. Ich muss alle Kundentermine festsetzen. Geschichten für Lea und Celestina organisieren. Aber ich merke, ich kann und möchte auch nicht mehr 7 Tage in der Woche in meinem eigenen Gym stehen. Ich bin unterdessen auch gerne mal 1, 2 Tage weg. Es macht mir mega Freude, meinen Gym-Girls zuzuschauen, wie sie das managen, wie sie mit der Kundenbetreuung umgehen, wie sie eigentlich, du merkst richtig, wie sie sich entwickeln und weiterkommen. Gibt mir vielleicht sogar fast mehr Freude, als wenn ich selber im Mittelpunkt stehe. 3. Punkt, weiss ich einfach nicht. Es läuft irgendwie alles so ein bisschen ineinander rein. Ich glaube, ich muss mich insgesamt wohlfühlen bei den Sachen, die ich heutzutage mache. Aber ich glaube, es ist auch ein Prozess, das hast du sicher auch. Früher bist du immer erreichbar für jeden und jede. Und unterdessen sagst du dir irgendwann, weißt du was, ich passe halt einzelnen Personen nicht oder sie wollen zu viel von mir, die ich nicht geben kann. Und dann lässt du dich nicht mehr verbeugen. Und das gibt dir viel mehr Frieden, als wenn du dich überreden lässt, damit du einen Kunden glücklich machen kannst. Ich habe auch das Gefühl, unterdessen hat sich die ganze Industrie, also die Fitnessindustrie, verändert. Der Personal Trainer ist nicht nur dein Personal Coach, er begleitet dich durch viel mehr Facetten von deinem Leben. Also ich tue ja bei vielen Leuten die Ernährung, das Training, Longevity. Viele Leute kommen auch aus gesundheitlichen Gründen zu mir, nicht nur, weil sie einfach super aussehen wollen. Also du musst eigentlich viele Lebensbereiche abdecken. Und für mich ist dann vielleicht eher Qualität statt Quantität. Ich muss nicht 5 neue Kunden haben, nur damit ich 5 neue Kunden habe. Und ich muss jetzt um 4 Uhr aufstehen, damit ich einen Kunden am Morgen um 5 Uhr glücklich machen kann. Lohnt sich für mich einfach nicht mehr. Dann konzentriere ich mich lieber auf die Kunden, die mich brauchen, die mich schätzen. Und das ist unterdessen viel, Auge auf Auge. Früher war es oft noch eher so, dass sie ist meine Trainerin. Ich zahle sie. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und das ist recht erfüllend, dass das so ist. Okay. Ich glaube auch für meine Trainerinnen, so wie sie kommen natürlich sie arbeiten bei mir im Gym und der Kundenrespekt, also meine Kunden sind sowieso die Besten, das ist klar und
ich habe viele langjährige Kunden. Aber sie kommen natürlich so in einen Personal Training, wie sagt man, Arbeit rein, wo sie so einem exklusiven Umfeld arbeiten können, dass sie natürlich gerade voll oben einsteigen können. Sie haben nie müssen, weißt, in einem Massengym oder sie sind nie von vielleicht unangenehmen Charakteren konfrontiert worden. Und das ist recht cool. Ja. Du wirkst ja mega stark, nicht nur optisch, sondern auch du in deinem Mindset, würde ich jetzt sagen. Gibt es auch eine schwache Cindy Landolt? Oder hast du schwache Momente in deinem Leben gehabt? Krisen? Ja, ich glaube ja. Ja, ich kann ehrlich gesagt nicht oft, aber ich kann dir auch nicht sagen, wie häufig. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, ich mache nicht genug. Ich habe das Gefühl, ich müsste noch mehr leisten oder ich sollte noch mehr geben. Mehr das Gefühl, dass ich vielleicht... Ich weiss, ich bin gut in dem, was ich mache, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, bin ich gut genug. Das habe ich schon. Woher meinst du, kommt das? Irgendeinen bösen Lehrer gehabt, der gesagt hat, du bist nicht gut? Vielleicht. Nein, ich habe eigentlich immer gute Lehrer gehabt. Ich habe eigentlich alle meine Lehrer immer sehr geschätzt. Ich weiss es nicht. Ich glaube, es ist vielleicht mein Charakter, der auch nie... wenn du mich fragst, bist du zufrieden? Klar bin ich zufrieden. Aber ich glaube, ich habe immer ich kann nicht einfach am Sonntag ausschlafen bis um 10 Uhr. Die 7, 8 Uhr habe ich das Gefühl, jetzt muss ich wieder etwas leisten, ich muss etwas machen. Ich glaube, das ist mein Charakter. Aber ich glaube, es ist auch ganz normal, dass wir Selbstzweifel haben. Und bei mir ist es eher so, ja, bin ich gut genug? Mache ich genug? Leiste ich genug? Muss ich jetzt nicht noch das und das und das heute machen, damit ich meine ganze To-Do-Liste abgebaut habe, damit jeder und jede zufrieden ist? Mal, das habe ich schon. Vielleicht ist es auch der Druck, den ich mir selber mache. Ja, okay. Wie ist das eigentlich so, oder wie beobachtest du das, wenn man so anfängt mit Gym und so? Oder irgendwie, es spielt eigentlich keine Rolle, egal was man macht. Irgendwann gewöhnt man sich an den Zustand und will eben auch mehr, oder? Beobachtest du das auch bei deinen Kunden? Dass du weißt, wenn ich zum Beispiel schaue, im Moment bin ich in Topform und früher, als ich nicht so fit war, oder trainierter war, habe ich gefunden, das ist ja verdammt schlecht. Und wenn ich heute zurückschaue, denke ich, wäre ja froh, wäre ich heute so wie dazu mal. Ja. Weil man gewöhnt sich wie an den Zustand. Ja. Ich glaube, die meisten Leute, die bei mir ins Training kommen, sie merken erst, wenn sie mal eine Weile lang nicht mehr trainieren, wie sehr das Training fehlt. Vor allem mal ab 45, 50, das geht mega zügig. Ich glaube, solange sie trainieren, und vielleicht haben sie immer noch ein paar Kalorien zu viel, die sie zu sich nehmen, das Bäuchlein ist halt immer noch ein bisschen da, aber sie haben keinen Rückenweh, weißt, sie sind sportlich, sie sind fit, sie können Skifahren, sie sind auf dem Boot, sie können wandern, sie können reisen. Und wenn sie dann mal einen Monat, 2, 3 Pause machen, fängt das Kreuz an weh zu tun. Das Knie ist steif. Es ist unbequem, wenn sie lange sitzen müssen. Und ich glaube, erst dann merken sie, was das regelmäßige Training bringt. Aber ja, ich habe auch viele Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich war beim Doktor, ich habe mich so an meinen Zustand gewöhnt, dass ich gewarnt werden, es hat mir jemand die Augen auftun, damit ich merke, wie krass ich meinen Lebensstil meiner Körperform angepasst habe und jetzt muss ich etwas machen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht ist es auch, dass wir uns selber anlügen. Wir tun uns selber halt, ja, etwas vormachen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man vielleicht die Bezugsperson im Leben hat, die pickelhart und ehrlich mit einem ist. Ich glaube, viele Leute haben nicht den Mut dazu, mit ihrem Partner über solche Sachen zu reden. Aber wenn sie natürlich dann in den Centurion Club kommen und wir können ihnen wirklich so weiterhelfen, ist es mega schön. Yeah. Das ist wahrscheinlich eines der schönsten Gefühle. Ich habe 2, 3 Kunden jetzt, einfach aktuelle Geschichten. Ich habe viele Leute, die brutal abgenommen haben, die nachher ins Datingleben sind und Traumfrau, Traummann gefunden haben, weil sie sich einfach körperlich so gut gefühlt haben. Und dann kannst du mir 100-mal sagen, ja, ein guter Körper ist nur oberflächlich. Jeder geht außer Leim. Ich habe noch keine 50-jährige Frau getroffen, die nicht gesagt hat, ich will gut aussehen am Strand, ich will mich wohlfühlen, ich will sexy sein. Eben, es ist auch wie ein Gefühl, das man hat oder vermittelt, oder? Sicher, und ich glaube, wenn du dich selber wohlfühlst im Körper, ich meine, wie geil ist das für dein Ego? Du fühlst dich gut, du fühlst dich selbstsicher, du kannst besser reden, du kannst dich besser präsentieren und wenn du gesund und fit bist, hast du viel bessere Energie. Es ist einfach die ganze positive Spirale, oder wenn eins nicht mehr stimmt, geht alles wieder oben runter. Darum ja, viele Leute haben am Anfang auch, oder früher noch jetzt,
höre ich es nicht oder ignoriere die schlechten Sachen oder Feedbacks. Und früher haben viele Leute gesagt, ja, dir geht es ja nur um den geilen Körper, um den Knackarsch. Ist mir ganz klar brutal wichtig. Aber darum mache ich auch gerne Fotos. Der Teil von mir war immer so ein bisschen so angehaucht gewesen. Aber mit all den Leuten, die ich in den letzten fast 20 Jahren trainiert habe, jeder, der abnimmt, jeder, der sich körperlich gut fühlt, ist es einfach, es wird jeder Aspekt im Leben verbessert sich. Darum, es ist mega schön, einen gesunden, fitten Körper zu haben. Wie gross ist denn dein Ego? Schon recht gross. Aber immer noch gesund, würdest du von dir selber behaupten, oder nicht? Ja, ich würde sagen, ich meine, ich weiss zum Beispiel, ich bin 40 und ich weiss, es liegt einfach nicht mehr drin, 2-mal am Tag trainieren, 5 bis 6 Mal in der Woche lang, nicht mehr 10 bis 12 Mal zum Beispiel, was ja immer noch sehr viel ist. Klar, es ist mir mega wichtig, dass ich gut aussehe. Und eben die Facetten im Bereich auf den Content, auf die Bilder, die ich mache, es ist für mich sehr prickelnd, wenn man dem so sagen kann, wenn ich mich zeigen kann. Und die Leute, die mich kennen und mich verfolgen, wissen das ja auch. Fühle ich mich unter Druck gesetzt? Nein, aber es ist mir wichtig, dass ich die Körperform, die ich habe, kann beibehalten kann. Für das arbeite ich mega hart. Ganz klar lebe ich natürlich das gute Feedback. Aber das ist das eine, was gut für das Ego ist. Das andere, was gleich gut, vielleicht, oder nicht vielleicht, ziemlich sicher auch besser ist wirklich das Feedback der Leute. Das 1:1-Feedback, wenn du mit einer Person Monate, Jahre lang zusammen schaffst, sie nehmen 30, 40, 50 Kilo ab, sie haben keine Schmerzen mehr, sie fühlen sich gut, weißt? Die menschliche Verbindung, die du mit jemandem aufbaust, das ist einfach das Beste. Und das sind Werte, die du gar nicht erklären kannst, wenn du das nicht selber miterlebst. Mit Menschen so zusammenarbeiten, das ist unglaublich schön. Und ich glaube, ich brauche das wie die sexy Bilder. Die sexy Bilder sind mega lässig, die sind gut fürs Ego. Jetzt geht, wenn der VIP läuft. Ich tue das auch sehr gerne zeigen. Aber ich glaube, hätte ich nicht aus 1:1 im Gym die Zusammenarbeit mit dem Menschen selber, dann wäre der VIP weniger gut. Ich glaube, ich brauche das, weil ich kann jetzt den Spagat machen zwischen ganz vielen verschiedenen Sachen. Aber wenn ich den VIP nicht habe, wenn er dann mal fertig ist, denke ich, okay, jetzt habe ich wieder mehr Zeit für andere Sachen. Nach 2-3 Monaten vermisse ich den VIP wieder und ich weiss, im März will er wieder starten. Okay. Also Ego ist wichtig und eben bei dir nicht ganz, ganz klein. Gut. Ich habe vorhin gerade etwas wollen. Genau, die Frage, die du hasst, die dir immer wieder gestellt wird. Welche ist das? Dann würde ich die nämlich nachher gerne stellen. Ehrlich gesagt gibt es keine Hassfrage. Gibt es jetzt so, jetzt schon wieder so einen, der mich das fragt? Wenn es ums Gym geht. Sind es immer so die 12 Standardfragen, oder? Also was ich vielleicht weniger schätze, hassen tue ich sie nicht. Aber ich bin an einem Anlass, ich habe jetzt morgen einen schönen Anlass, da will ich ein Glas Wein und vielleicht 2 Güppli trinken. Wenn die Leute in der Öffentlichkeit auf mich zukommen und sagen, du trinkst Alkohol, und dann sagen sie so auf mich so ein bisschen verurteilen, denke ich, warum soll ich keinen Alkohol trinken? Klar, ich bin jetzt nicht die ein Bier nach dem anderen hinterleert. Oder wenn es ein Anlass ist, weißt, wo ich Networking mache oder wo ich als Gast eingeladen bin, weil ich ein Teil vom Anlass bin. Und die Leute schnell 2-3 gratis fragen, nicht gratis, wenn sie schnell 2-3 nur schnell einen Tipp wollen zum Abnehmen. Erstens, wenn ich dir schnell 2-3 Tipps gebe, ist es einfach schlecht und es ist unprofessionell und es ist einfach der falsche Ort, um mich so etwas zu fragen. Das nervt mich nicht, das hasse ich nicht, aber ich finde es einfach unpassend. Dann sage ich, weisst du was, Flavio, komm doch mal zu mir in den Centurion-Club, weil dann kann ich mich dir wirklich voll widmen, weil jetzt so schnell dir ein paar Tipps geben und ich habe keine Ahnung, wer du bist und was du für einen Lifestyle hast, bringt dir absolut nichts. Aber wir können ja sonst auch noch auf deine Webseite und den gratis Ernährungsplan downloaden. Und das mache ich viel, ich sage eigentlich nur recht viel. Hast du das Instagram oder gib mir schon dein E-Mail und dann schicke ich dir meine Webseite mit den gratis Downloads, dann kannst du mal alles durchlesen und wenn du dann noch Fragen hast, tust du dich wieder bei mir melden. Okay, also die müssen wir natürlich auch noch einblenden, gell? Oder findet man einfach auf deiner Webseite. Trotzdem stelle ich jetzt einfach erst recht die Frage, so kurz vor dem Sommer, gibt es eine Hoffnung für alle, die wieder einmal mehr verpennt haben? Ja, die Hoffnung kommt darauf an, welchen Sommer. Eben, gell, einfach Sommer 2028. Ja. Schau, du kannst kurzfristig immer noch etwas schnell aus dir rausholen. Ich meine, ich habe Leute, die nehmen in einem Monat 4 Kilo ab, locker. Und es ist nicht, wie sie eine Hardcore-Diät machen, weil sie einfach sich richtig ernähren und 3-4 Mal in der Woche aktiv sind. Wenn du jetzt nie Krafttraining gemacht hast, bringt es dir nichts, wenn du jetzt schon vor dem Sommer anfängst, 2-3 Mal in der Woche zu pumpen.
ehrlich gesagt, dann ein bisschen das Essen umstellen. Gesund essen, probiere einfach jeden Tag 30 Minuten aktiv zu sein. Das bringt dir jetzt, wenn du noch schnell deine Fitness willst verbessern und du hast jetzt absolut nichts gemacht, bringt dir das viel mehr. Wenn du jetzt schon im Krafttraining bist und du hast eine gute Basis und eine gute Grundkraft und du willst jetzt auf den Sommer noch 2-3 Sachen optimieren und du bist schon bereits im Gym, dann kann ich dir natürlich den Trainingsplan anpassen. Können wir so die Intensität können wir ein bisschen pushen? Das gibt es natürlich schon. Also was du jetzt gerade machen kannst, wenn du jetzt wirklich gar nichts mehr gemacht hast, jeden Tag 30 Minuten spazieren. Du musst auch nicht in ein Fitnesscenter für das gehen. Anfangen weniger essen, aber am Nachmittag um 4 Uhr, also wirklich Kalorien oben abschalten, 2 Liter pro Tag Wasser trinken. Das sind ganz einfache Tipps. Perfekt. Und schon haben wir eure Sommerfigur. Ja, genau. Schiessen weglassen, oder? Ja, wortwörtlich. Die Ernährung ist auch, sagt mir doch, fast wichtiger, oder? Wie das Training selber. Oder einfach ein Riesenteil. Ja, schau, wenn du jetzt sagst, ich habe keine Zeit, keine Lust für Krafttraining, ich bin limitiert in wie viel Aktivität, wie viel Zeit kann ich in Aktivität investieren, dann die einzige Möglichkeit für dich, um dein Bäuchlein abzubauen, ist weniger essen. Es geht nicht anders. Und das Beste ist am Abend wenig essen, oder sehr proteinreich essen, Zucker, Süßigkeiten am Abend weglassen. Weil dann gehst du natürlich pfusen, du bist mit einem Kalorientief. Das Ziel ist, wenn du einfach willst abnehmen, ist, du musst jeden Tag mit einem Kaloriendefizit sein. Das ist das Einzige, was funktioniert, eigentlich Kalorien zählen und in diesem Defizit sein. Sozusagen, ja. Und dann muss man auch keinen Sport machen. Also wenn du einfach schlank wird sein und nicht Sport ist. Also wenn du sagst, ich habe keine Zeit oder keine Lust auf Sport, dann hast du keine andere Möglichkeit, als du musst einfach weniger essen. Ja. Wenn du natürlich anfängst, wenn du sagst, okay, ich tue jeden Tag 30 Minuten spazieren, verbrennst du deine 200-300 Kalorien, dann kannst du theoretisch ein Spürchen mehr essen und du bist immer noch 200 Kalorien im Defizit. Wenn du jetzt aber sagst, hey, weisst du was, ich will richtig gut und perfekt essen und ich gehe noch ins Krafttraining, dann wird das den Stoffwechsel so brutal genial anregen, dass du eigentlich mit 2 bis 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche viel mehr kannst aus dir rausholen und der ganze Prozess von Gewichtsreduktion wird natürlich brutal beschleunigt. Und dann liegt eben sogar das Glas Alkohol noch drin, das du ab und zu nimmst, gell? Jeden Tag ein Glas Rotwein. Jeden Tag? Also 365 Tage? Es gibt schon ab und zu mal einen Alkohol- oder einen weinfreien Abend, klar. Aber ich würde sagen 5-6 Abende in der Woche. Das ist aber noch recht intensiv, hä? Ja, es geht. Ich meine, was ist intensiv, wenn ich jeden Tag ein Glas Rotwein trinke oder am Wochenende Freitag bis Sonntag einfach am Becher bin? Das ist, glaube ich, beides nicht optimal, aber ich bin nicht da zum Verurteilen. Nein, das ist voll okay. Schau, ich glaube, da kannst du so gut debattieren und diskutieren. Wenn jemand jeden Tag Zigaretten raucht, finde ich das viel schlimmer als eine Person, die jeden Tag sauft. Ja, wir sind ja wie ein Glas Rotwein, sind wir nicht am Saufen. Ich glaube, für mich ist wir haben vorhin über Ritual geredet. Ich glaube, das ist mein Abendsritual. Nicht, ich komme mega gerne heim zwischen 9 und 11 Uhr am Abend. Ich esse mein Bullenbrüschli mit ein paar Brokkoli, ein Stück Käse. Kommt auch noch dazu. Und dann nehme ich das Glas schwerer Rotwein, das mich einfach so tut, oben runterfahren. Bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Also wenn wir jetzt einfach sagen, du willst abnehmen und du bist auch mit einem Glas Rotwein im Defizit, wirst du locker können abnehmen. Hat doch viel Zuckerwein, habe ich immer gemeint. Ein Glas Rotwein, 1 Dezi. Also ich glaube, wenn du jeden Abend 2-3 Gutzli isst, wirst du viel mehr Mühe haben zum Abnehmen, wenn du jeden Ja, man Tag... sieht es ja, oder? Also ich habe es verstanden, Cindy. Ich habe es verstanden. Ich glaube, wir müssen zusammen ein Glas Rotwein trinken. Ja, definitiv. Hey, es war mega spannend gewesen, all die Insights von dir zu erfahren. Ich weiss gar nicht, eben der letzte Tipp, was könnten wir noch machen für den Sommer, hast du mir eigentlich auch schon gegeben, oder? Also, geht einfach mal spazieren. Was gibt es noch, was du gerne würdest sagen? Was würde ich noch gerne sagen? Ich glaube, die Leute dürfen nicht Angst haben, von was andere Leute über sie denken, wenn sie wirklich ein inneres Gefühl haben, einen inneren Wunsch haben, sich körperlich zu verändern. Jetzt natürlich aus meiner Perspektive. Ich komme sehr viele Anfragen über, wo die Leute sagen, hey, ich möchte mich gerne so und so verändern, aber ich traue mich nicht. Oder wie kann ich das angehen? Oder ich habe Angst vor dem Anfang. Und ich habe ja auch viele Leute, die so auf mich zukommen. Und darum, wenn sie in den Centurion Club kommen, weil sie komplette Privatsphäre haben, ich denke, die Leute dürfen nicht Angst haben vor anderen Leuten. Weil es ist wirklich so, egal was du machst und wo du bist oder wer du bist, du wirst immer Leute haben, die dich lieben und unterstützen, aber du wirst auch immer Leute haben, die gegen dich schiessen. Und die Leute müssen sich an den positiv unterstützenden Leuten orientieren und keine Angst haben. Weil es ist mega bewundernswert, wenn jemand die Energie und den Mut in die Hand nimmt und sagt, ich will aktiv an mir arbeiten. Und der
der Wechsel, der bei ihnen im Kopf passiert, wenn sie nach 3-4 10 Monaten ins Gym laufen, die Brust raus und stolz auf sich sind. Das ist einfach so ein geniales Gefühl. Und das Miterleben ist so schön. Und ich wünsche mir, mehr Leute hätten den Mut, den Change in Angriff zu nehmen. Weil es ist, auf eine Art ist es mega harte Arbeit, aber die harte Arbeit, wenn du aus dem Gym rauslaufst und du weißt, du bist grösser, stärker, besser geworden, ist für den Kopf so unglaublich gut. Und es gibt dir so viel Befriedigung, körperlich wie auch geistig, dass ich mir für viel mehr Leute wünschen, dass sie den Mut hätten, um das anpacken. Mega schön Schlusswort, würde ich sagen. Cindy, danke vielmals, hast du die Zeit genommen, bist du da gewesen. Meine letzte Frage ist auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest bist du jetzt noch im Flow? Ich würde sagen, wir sind über 10. Wow, da bin ich froh. Dann nehmen wir wirklich ein Glas Rotwein. Gut, Also gut, danke vielmals, Cindy. Danke, Flavio.